Mein Name ist Ayla. Diese Geschichte zu erzählen ist nicht leicht, denn hier geht es nicht nur um das, was mir passiert ist, sondern auch um die Ängste, die ich schweigend in mir getragen habe, um die Schwere der Entscheidungen, die ich getroffen habe, und um meine Sichtweisen, die sich mit der Zeit verändert haben. Meine Kindheit verbrachte ich in Armut, in einer Armut, die einen schon als Kind erwachsen werden lässt und einen mit jedem Jahr müder macht. Wir lebten am Stadtrand in einem alten Haus, dessen Dach bei Regen Wasser durchließ und dessen Wände im Winter eiskalt waren. In jeder Ecke dieses Hauses steckte die Handschrift meiner Großmutter. Für mich begann und endete die Welt dort. Meine Eltern hatte ich sehr früh verloren. Ich erinnere mich kaum noch an ihre Stimmen, ihre Gesichter oder ihren Geruch. Diejenige, die mich großzog, beschützte und umarmte, war meine Großmutter. Sie war meine Mutter, mein Vater und meine Freundin zugleich. Nun hatten sich die Rollen geändert. Ich kümmerte mich um sie. Ich war 20 Jahre alt, aber Jugend gab es in meinem Leben nicht. Meine Freunde träumten von Universität, Liebe und Reisen. Ich hingegen zählte nachts die Atemzüge meiner Großmutter, um sicherzugehen, dass sie noch lebte. Jeder Husten, jeder tiefe Atemzug machte mir Angst. In unserer Nachbarschaft lebte ein Mann namens Adel. Jeder kannte ihn. Er war 80 Jahre alt, Millionär, mehrmals verheiratet und ebenso oft geschieden. Er besaß eine große, eindrucksvolle Villa, in der Bedienstete arbeiteten. Seine Kinder lebten seit Jahren im Ausland. In seinem Haus herrschte immer eine seltsame Stille, als wäre dort die Zeit stehen geblieben. Ich begegnete Adel oft, auf der Straße, im Laden, vor der Haustür. Jedes Mal musterte er mich aufmerksam. Diese Blicke störten mich, doch ich schenkte ihnen keine große Beachtung. Zwischen uns lagen ein enormer Altersunterschied, seine kühle Ausstrahlung und die Distanz, die sein Reichtum schuf. Ich wechselte meist den Weg und versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen. Doch das Leben führt einen manchmal genau dorthin, wohin man nicht will. Eines Nachts verschlechterte sich der Zustand meiner Großmutter plötzlich. Sie bekam kaum Luft, ihre Hände waren eiskalt. Sie rief meinen Namen, ihre Stimme zitterte. Vor Angst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Hastig brachte ich sie ins Krankenhaus. Der Arzt untersuchte sie lange, sah sich die Ergebnisse an und schrieb ein Rezept. Dann blickte er mich ernst an und sagte: „Diese Medikamente müssen sofort besorgt werden, andernfalls könnten Sie Ihre Großmutter verlieren." In diesem Moment rauschte es in meinen Ohren. Ich sah auf das Rezept. Der Preis der Medikamente war für mich unerschwinglich. Auf dem Heimweg weinte ich ununterbrochen. Zu Hause öffnete ich Truhen, durchsuchte Schränke, leerte alte Taschen, kein einziger Manat. Ich sank auf die Knie und weinte still. Zum ersten Mal fühlte ich mich so allein und hilflos. Meine Großmutter rief mich vom Bett aus: „Ayla, weine nicht, alles wird gut." Ich umarmte sie, doch innerlich wusste ich, es würde nicht gut werden. Und als letzten Ausweg klopfte ich an Adels Tür. Als er öffnete, musterte er mich genau. An meinem Gesicht erkannte er alles. Er bat mich herein. Ein großer Salon, teure Möbel, Stille, und ich fühlte mich, als wäre ich in eine andere Welt geraten. „Was ist passiert?" fragte er. Mit zitternder Stimme erzählte ich ihm alles, von meiner Großmutter, vom Arzt, von den Medikamenten und dass ich Geld leihen wollte. Er hörte schweigend zu, es folgte eine lange Pause. Dann sagte er leise: „Ich kann dir dieses Geld geben, aber unter einer Bedingung. Du wirst mich heiraten." In diesem Moment zerbrach etwas in mir. Die Welt stürzte über mir zusammen. Vor lauter Weinen konnte ich nicht sprechen. Ich wollte fliehen, doch es gab keinen Ort, an den ich hätte gehen können. Auf der einen Seite stand das Leben meiner Großmutter, auf der anderen meine Jugend. Als ich diese Nacht nach Hause kam, sah ich meine Großmutter an. Sie schlief. Ihr Gesicht war ruhig und ich hatte meine Entscheidung bereits getroffen. Ich stimmte zu. Unsere Hochzeit war still. Es gab keine Musik, keine Freude. Ich trug ein Brautkleid, doch in mir war eine tiefe Leere.
Meine Großmutter war bei der Hochzeit, schwach, aber mit Dankbarkeit in den Augen. Dieser Blick war für mich alles. In der Hochzeitsnacht stellte ich mich schlafend. Mein Herz schlug, als würde es mir aus der Brust springen. Als Adel den Zimmer betrat, hielt ich den Atem an, doch er berührte mich nicht. Er deckte mich nur zu und schlief in einem anderen Zimmer. Als ich am Morgen aufwachte, war ich überrascht. Zum ersten Mal verwandelte sich meine Angst in Scham. Die Tage vergingen. Adel hielt sein Wort. Er bezahlte die gesamte Behandlung meiner Großmutter. Ärzte kamen zu uns nach Hause. Und ich lebte in Adels Haus respektiert und sicher. Er zwang mich zu nichts. Eines Tages sagte er sogar: „Du kannst auch studieren, ich stehe immer hinter dir." Zum ersten Mal bot mir jemand eine Zukunft an. Mit den Monaten lernte ich eine andere Seite von Adel kennen, seine Einsamkeit, die Abwesenheit seiner Kinder, wie er abends schweigend aus dem Fenster schaute. Manchmal tranken wir zusammen Tee, er erzählte von seiner Vergangenheit, von seinen Fehlern, von seinen Reuegefühlen. Eines Tages sagte er: „Du musst mich nicht lieben, Ayla, sei einfach frei und unbeschwert." Monate später starb meine Großmutter. Ich brach zusammen, tagelang sprach ich kein Wort. Adel war still an meiner Seite, er stellte keine Fragen, er war einfach nur da. Eines Abends sagte ich: „Ich kann gehen, oder?" Er lächelte: „Ja, aber wenn du willst, kannst du auch bleiben, die Entscheidung liegt bei dir." Was in mir vorging, lässt sich kaum in Worte fassen. Es war, als hätte mein Herz, das lange im Dunkeln gewesen war, zum ersten Mal Licht gesehen. Als ich Adel ansah, entstand plötzlich eine unerwartete Liebe in mir. Diese Liebe war nicht aus Guld, Angst oder Zwang geboren. Sie entstand aus stiller, reiner Dankbarkeit. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich warf mich in seine Arme und umarmte ihn fest. Auch er hielt mich fest, als würde er in diesem Moment all die Einsamkeit loslassen, die er jahrelang in sich getragen hatte. Und in diesem Augenblick verstand ich war niemals ein Gefangener gewesen, mir waren nie Türen verschlossen worden, das Leben hatte mich nur geprüft, meine Stärke gemessen. Die Zeit verging, die Tage folgten einander. Zum ersten Mal hörte man Lachen in unserem Haus. Unser Sohn wurde geboren. An dem Tag, als ich ihn in die Arme nahm, hatte ich zum ersten Mal keine Angst vor der Zukunft. Wenn Adel seinen Sohn ansah, wirkte er, als wäre er wieder jung. Unsere Tage waren einfach, aber ruhig und schön. Dann meldete sich das Leben wieder leise zu Wort. Nach einiger Zeit verließ auch Adel diese Welt, ohne jemandem zur Last zu werden, ohne Lärm, so still wie er gelebt hatte, ging er auch. In seinem Testament hinterließ er mir alles, die Häuser, das Geld, die Konten, doch das größte Erbe, das er mir hinterließ, war das nicht. Er hinterließ mir Freiheit, das Recht zu wählen, die Kraft, ohne Angst zu leben, den Mut, meinen eigenen Weg zu finden. Heute, wenn ich zurückblicke, verstehe ich es ganz klar. Manchmal ist es nicht die Liebe, die einen rettet, sondern die Mitfühlung.